Wenn von NASA-Satelliten am Mars die Rede ist, werden meist Fotos und Videomaterial erwähnt. Doch nur wenige wissen, dass auf der Umlaufbahn auch unsichtbare Forschungen stattfinden, darunter die Radiookkultation. Das ist eine Methode, bei der das Gerät ein Radiosignal durch die Atmosphäre des Planeten sendet und die Wissenschaftler anschließend analysieren, wie dieses Signal gebrochen wird. So kann man Daten über Temperatur, Druck, Luftdichte und die Zusammensetzung der Atmosphäre erhalten. Die Mission Mars Express nutzt diese Methode seit Anfang der 2000er Jahre. Besonders wertvoll ist, dass die Satelliten Signale untereinander austauschen können. Zum Beispiel: Der Trace Gas Orbiter sendet ein Signal, das durch die Atmosphäre geht, und ein anderer Satellit empfängt es. Das liefert ein genaues Bild der Bedingungen in verschiedenen Höhenlagen. Die gewonnenen Daten helfen dabei, selbst Spurengase wie Methan zu erkennen, was wichtig für die Einschätzung potenzieller biologischer Aktivität ist. Trotz der Bedeutung dieser Experimente wird kaum über sie gesprochen. Sie finden außerhalb des Blickfelds der Öffentlichkeit statt, obwohl sie für zukünftige Missionen und das Verständnis des Marsklimas von entscheidender Bedeutung sind. Spannung. Aber was, wenn das Signal plötzlich verschwindet? Was ist, wenn das Gerät nicht mehr antwortet und sein Standort nicht bestimmt werden kann? Solche Fälle hat es bereits gegeben und sie sind nicht weniger rätselhaft als Entdeckungen. Die Geschichte der Marsforschung kennt Fälle, in denen der Kontakt zu einer Raumsonde ohne Vorwarnung abbrach. Einer der bekanntesten war der Mars Observer. Anfang der 90er Jahre sollte das Gerät in die Umlaufbahn des Planeten eintreten, aber nur 3 Tage davor brach der Kontakt ab. Weder der genaue Grund noch der Aufenthaltsort des Geräts konnten festgestellt werden. Ein ähnlicher Fall ereignete sich mit dem Mars Climate Orbiter. Wegen eines einfachen Konstruktionsfehlers verwendete ein Teil des Teams metrische Einheiten, der andere imperiale. Das Gerät trat zu tief in die Atmosphäre ein und wurde zerstört. Solche Vorfälle führen zu Gerüchten. Manche sprechen von Konstruktionsfehlern, andere von unausgesprochenem. Die NASA veröffentlicht offizielle Berichte, tut dies aber nicht immer zeitnah. Manchmal werden Informationen in komprimierter Form präsentiert, wodurch Details verloren gehen und Raum für Misstrauen entsteht. In wissenschaftlichen Kreisen werden solche Verluste analysiert, um Wiederholungen zu vermeiden. Für die Öffentlichkeit erscheinen sie jedoch wie unerklärliche Verschwinden. Und während manche Missionen tatsächlich mit einem Unfall enden, verschwinden andere viel leiser. Die Marsumlaufbahn und Oberfläche wurden zum Endpunkt für mehrere Missionen, die nie erfolgreich abgeschlossen wurden. Einige Sonden sind buchstäblich verschwunden. Einer der ersten derartigen Fälle war die Mission Mars Observer, die Anfang der 90er Jahre gestartet wurde. Das Gerät sollte in die Umlaufbahn des Mars eintreten, aber 3 Tage davor brach der Kontakt ab. Der Grund wurde offiziell nie festgestellt. Danach folgte der Mars Polar Lander, der beim Landeversuch am Südpol verloren ging. Einer Version zufolge nahm die Bordelektronik fälschlicherweise an, dass die Landung bereits erfolgt sei, schaltete das Triebwerk ab und das Gerät stürzte ab. Doch vom Landeplatz kamen keinerlei Signale. Besonders rätselhaft war der Fall von Deep Space 2 Mikrosensoren, die in die Hauptmission integriert waren. Sie sollten in die Oberfläche einschlagen, um den Boden zu untersuchen, aber keiner von ihnen sendete ein Signal. Solche Verschwindenlassen werfen viele Fragen auf. Die NASA gibt in der Regel technische Defekte, Konstruktionsfehler oder Probleme beim Eintritt in die Atmosphäre an. Doch oft sind die Informationen unzureichend, die Berichte knapp und die Details bleiben im Dunkeln. Das erweckt den Eindruck, als würde absichtlich etwas verschwiegen. Aber es gibt auch diejenigen, die erfolgreich in die Umlaufbahn gelangt sind und weiterhin Daten senden. Ein ganzes Überwachungssystem, das selten aus dieser Perspektive gezeigt wird. Die Satelliten im Marsorbit erfassen nicht nur die Oberfläche, sondern entdecken auch Dinge, die unser Bild vom Planeten verändern. Zum Beispiel haben der Mars Reconnaissance Orbiter und der Trace Gas Orbiter wiederholt Methanausbrüche in der Atmosphäre registriert. Das sorgte in der Wissenschaftsgemeinde für Aufregung, denn auf der Erde ist Methan oft mit lebenden Organismen verbunden. Woher kommt es auf dem Mars? Geologie oder steckt mehr dahinter? Ebenso wichtig sind die Daten über Staubstürme, die den gesamten Planeten erfassen. Diese Stürme beeinflussen die Temperatur, die Sichtverhältnisse und sogar die Lebensdauer der Marsgeräte. Außerdem erfassen die Orbitalkameras Eiswolken und saisonale Veränderungen an den Polen. Auch Radargeräte haben das Vorhandensein von Wassereis unter der Oberfläche gezeigt, besonders in den nördlichen und südlichen Regionen. Dies wurde durch Spektrometer, Wärmebildkameras und Radarmessungen bestätigt. Solches Eis ist eine wichtige Ressource für zukünftige Missionen und eine potenzielle Basis. Diese Entdeckungen wurden nur durch die präzise und langjährige Arbeit der Orbitalsatelliten möglich. Sie machen nicht einfach nur Fotos, sondern helfen dabei, ein vollständiges Verständnis des Planeten zu entwickeln.
Um zu verstehen, wie sich der Mensch auf dem Mars verhalten wird, führt die NASA Experimente auf der Erde durch. Eines davon ist CHAPEA, eine bemannte Missionssimulation, die in Houston stattfindet. In diesem Komplex, der eine Marsstation simuliert, leben 4 Freiwillige unter nahezu realen Bedingungen. Die Kommunikation ist um 22 Minuten verzögert, die Verpflegung ist begrenzt und es gibt kaum Ressourcen. Die Teilnehmer dürfen die Kuppel nicht ohne Raumanzug verlassen und die Ausgänge sind eingeschränkt. Das Ziel ist es, fast 400 Tage in völliger Isolation zu verbringen. In dieser Umgebung werden nicht nur die physischen, sondern auch die psychischen Fähigkeiten der Besatzung auf die Probe gestellt. Wie Menschen mit Einsamkeit, Isolation und Konflikten umgehen. Wie Gruppendynamik funktioniert, wenn externe Hilfe nicht möglich ist. Innerhalb der Station werden auch Technologien getestet, die später in realen Missionen zum Einsatz kommen. Luft- und Wasserrecycling, autonome Gesundheitsdiagnostik, Aufgabenautomatisierung. CHAPEA. Dies ist keine Show oder ein Experiment nur um der Show willen. Dies ist eine echte Auswahl und Erprobung zukünftiger Lösungen für die Raumfahrt. Aber selbst auf der Erde ist es unter Beobachtung schwierig vorherzusagen, was in der Realität passieren wird. Was passiert auf dem Mars selbst, insbesondere in seiner Umlaufbahn? Dort sind bereits andere Systeme im Einsatz. Die Kommunikation mit dem Mars erfolgt nicht nur über Funk. Das ist eine Architektur aus Relais-Satelliten, die es Rovern, Modulen und Orbitalapparaten ermöglicht, als ein einziges System zu arbeiten. Die Grundlage des Systems bildet das Mars Relay Network, an dem Mars Odyssey, MRO, Maven sowie der Trace Gas Orbiter beteiligt sind. Wenn ein Rover auf der Oberfläche Daten sammelt, sendet er sie nicht direkt zur Erde, sondern zunächst an den nächstgelegenen Satelliten. Dieser wiederum leitet die Daten in Richtung Erde weiter. Dieser Ansatz ermöglicht es, erheblich Energie zu sparen und die Zuverlässigkeit der Verbindung zu erhöhen. Derzeit erwägt die NASA den nächsten Schritt, die Laserkommunikation. Diese Technologie wird es ermöglichen, Daten um ein Vielfaches schneller zu übertragen als die aktuellen Funkkanäle. Die ersten Tests wurden bereits bei der Psyche-Mission durchgeführt. Wenn sie beim Mars funktioniert, wird das ein technologischer Durchbruch sein. Außerdem analysiert die Agentur Vorschläge von privaten Unternehmen, die eigene Relay-Satelliten starten und in die NASA-Infrastruktur einsteigen möchten. Das wird das Netzwerk erweitern und zusätzliche Reserve-Kommunikationskanäle schaffen, die besonders für zukünftige Expeditionen wichtig sind. Aber selbst mit solchen Systemen ist die Signalübertragung nicht immer ein linearer Prozess. Manchmal gehen Informationen verloren und dann kommen andere, weniger offensichtliche Methoden ins Spiel. Wissenschaftler und die NASA veröffentlichen eine riesige Menge an Informationen über die Plattform PDS, das Planetary Data System. Alles, was die Satelliten aufnehmen und aufzeichnen, wird dorthin übertragen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch nicht sofort. Die Daten durchlaufen eine Verifizierungsphase, in der Spezialisten die Korrektheit der Messungen überprüfen, Fehler beseitigen und Berechnungen duplizieren. Im Durchschnitt kann es zwischen dem Erhalt und der Veröffentlichung der Daten mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern. Das ist in der Wissenschaft gängige Praxis, führt aber in der Öffentlichkeit zu Misstrauen. Vor allem, wenn es sich um sensible Themen handelt, wie zum Beispiel Spuren von Wasser, Methan oder magnetische Anomalien. Außerdem haben die Missionsteams zunächst exklusiven Zugang zu den Daten. Das ist Standard. Ihnen wird Zeit für Analysen, Veröffentlichungen und Schlussfolgerungen eingeräumt. Erst danach werden die Informationen allgemein zugänglich gemacht. Viele empfinden ein solches Vorgehen jedoch als den Versuch, etwas Wichtiges zu verbergen. Manchmal veröffentlichen unabhängige Wissenschaftler eigene Schlussfolgerungen auf Basis derselben Daten, noch bevor die offiziellen Berichte erscheinen. Das führt zwar zu Diskussionen, unterstreicht aber auch die Offenheit der NASA. Mars-Missionen waren wiederholt Ziel von Kritik und Verschwörungstheorien. Einige behaupten, dass bestimmte Satelliten militärische Technologien verbergen. Andere sind der Meinung, dass Sonden künstliche Objekte auf dem Mars entdeckt haben, diese Daten jedoch nicht veröffentlicht werden. Solche Theorien stützen sich meist auf tatsächliche Ereignisse. Verlorene Sonden, Verzögerungen bei der Veröffentlichung, das Fehlen von Fotos bestimmter Gebiete. Allerdings ist die logische Erklärung fast immer technischer Natur. Fehlgeschlagene Landungen, Softwarefehler, instabile Verbindung. Doch für die Anhänger der Theorie reicht das nicht aus. Die NASA reagiert auf solche Behauptungen gelassen. Die offizielle Position ist Transparenz und Zugänglichkeit. Die meisten Daten sind tatsächlich öffentlich zugänglich. Dennoch macht die Komplexität ihrer Auswertung sie für die breite Öffentlichkeit unverständlich. Und genau das nutzen diejenigen aktiv aus, die alternative Szenarien entwerfen. Zweifel wird es immer geben. Es ist wichtig, nicht einfach abzuwinken, sondern zu überprüfen. Der wissenschaftliche Ansatz ist der beste Filter zwischen Wahrheit und Fiktion.
Also, was verbirgt die NASA wirklich, falls sie überhaupt etwas verbirgt? Beweise für geheime Basen oder verborgene Technologien im Marsorbit wurden nicht gefunden. Dafür gibt es tausende Seiten an Daten, Studien und Aufnahmen, die jedem zugänglich sind. Das Problem liegt nicht im Zugang, sondern in der Wahrnehmung. Komplexe Daten sind schwer zu interpretieren. Unklare Berichte, Verzögerungen und Fachterminologie machen sie für die breite Öffentlichkeit fast unzugänglich. Das erzeugt die Illusion von Geheimhaltung. Tatsächlich aber leistet die NASA routinemäßige, aber wichtige wissenschaftliche Arbeit. Messungen, Analysen, Tests. Ja, es gab Pannen, ja, Missionen gingen verloren. Aber das ist keine Verschwörung, sondern ein normaler Teil der Raumfahrttechnik. Der Mars ist ein schwieriges Ziel und jede Mission ist ein Risiko. Dennoch wächst das Wissen mit jedem Jahr und immer mehr Fragen werden beantwortet. Alles, was wirklich verborgen ist, sind die Tiefen des Mars selbst. Alles andere liegt vor uns. Es bleibt nur genau hinzuschauen, um nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch das Wesentliche zu erkennen.